Wenn dein Tomatensaatgut nicht aufläuft, dann erfährst du in diesem Video, woran das liegt. Wir zeigen dir, was du für Saatgut bekommst, welche Dinge du unbedingt beachten solltest und die beiden schlimmsten Fehler, die passieren können. Ich habe mal im Fernsehen eine Sendung über eine Tomatensammlerin gesehen, die hatte über 2500 Sorten. Jedes Jahr baut sie etwa 150 Sorten an. Das Saatgut verkauft sie auf Märkten oder tauscht es an Tauschbörsen. Da sind bestimmt auch Sorten dabei, die beliebter sind und die sie jedes Jahr anbaut. Und wenn ich das mal kurz überschlage, dann sind einige Tüten ja mindestens 25 Jahre alt. In dieser Tabelle siehst du, wie alt Tomatensaatgut werden kann und vor allen Dingen, wie es gelagert wird. Wir haben 2 Tomatensaatgutlager und beide haben eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 45%. In einem von den Lagern stehen meine Musikinstrumente. Die hätten lieber 60%. Aber das Tomatensaatgut ist mir natürlich wichtiger. Und wir sehen in der Tabelle, das ist ein gutes Lager. Das Saatgut hat eine Feuchte von 7 bis 8%. Und nun was ganz Interessantes. Der P50-Wert einer Tomate beträgt 24. Nach 24 Jahren keimt also noch die Hälfte vom Tomatensaatgut. Zum Vergleich, Kürbisse haben einen P50-Wert von 6, Sonnenblumen von 4. Du siehst also, Tomatensaatgut ist sehr, sehr lange noch keimfähig. Die Dame von vorhin, die Tomatensammlerin, lagert ihr Tomatensaatgut im Wohnzimmer. Und wenn die Luftfeuchtigkeit in ihrem Wohnzimmer nicht allzu hoch ist, dann keimt da sogar noch was. Schauen wir uns nun mal an, was auf den Tüten steht. Dieser Anbieter hat 35 Körner in der Tüte und eine Keimfähigkeit zwischen 90 und 99%. Auf dieser Tüte steht, der Inhalt reicht für ca. 15 Pflanzen, da werden also mehr in der Tüte sein. Und dieser Anbieter schreibt, er hat 10 Körner in der Tüte und das reicht für 8 bis 10 Pflanzen. Auf unseren Tüten steht, dass wir 12 Körner reintun und das reicht für 8 Pflanzen. Und was sagt uns das? Ganz einfach, es laufen nicht alle Körner auf. Wir packen 13 bis 14 Körner in die Tüte. Sind die Saatkörner ungleichmäßig oder sehr, sehr klein, dann packen wir auch schon mal 16 Körner, 18 oder 20 und mehr rein. Bei uns ist das Saatgut nämlich nicht kalibriert. Unter anderem werden dabei auch leere Körner aussortiert. Wir haben das mal in unserer Forschungsabteilung versucht, hat aber nicht geklappt. Wenn du also die ganze Tüte aussäst, sollst du 8 Pflanzen haben. Und da gehen wir mit unserer Empfehlung auf Nummer sicher. Wichtig bei deiner Aussaat ist eine lockere Erde. Aussaaterde ist nicht zwingend erforderlich, aber sie darf auf keinen Fall lehmig sein. Und pflege deine Aussaat. Zuerst nass, dann immer schön feucht halten. Auf keinen Fall trocken. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Aussaatzeitpunkt. Die Tomaten sind Lichtkeimer. Wenn deine Tomaten ins Gewächshaus kommen, dann sehe in der 1. oder 2. Märzwoche aus. Und wenn deine Tomaten draußen stehen, dann sehe nicht vor der 2. oder 3. Märzwoche aus. Wenn du im Januar oder Februar deine Tomaten aussäst, dann brauchst du ein vernünftiges Lichtmanagement. Alles andere ist unserer Ansicht nach Murks. Der zweithäufigste Fehler, der gemacht wird, ist eine zu niedrige Keimtemperatur. Wir haben festgestellt, dass die Tomaten bei konstant 28 Grad Celsius am besten keimen. Die Temperatur beträgt 28 Grad. Wir haben für dich verschiedene Studien ausgewertet und einige Tabellen vorbereitet. Auf den meisten Informationsseiten im Internet werden Temperaturen aber zwischen 20 und 24 Grad empfohlen. Und das wird sehr interessant werden. Bleib dran! Die Keimtemperaturen bei Gemüsesorten wurden in den 60ern in verschiedenen Studien in den USA gründlich erforscht. Und die meisten Angaben im Internet beruhen auf diesen Studien.
Und wir schauen uns jetzt mal die Tabelle an und sehen in dem ersten Bereich bei 16 bis 29 Grad Celsius brauchen die Tomaten ungefähr 5 bis 14 Tage. Tja, und das ist eine sehr schwammige Angabe. Und wenn ich großer Saatgutanbieter bin und möchte mein Saatgut verkaufen, dann wähle ich natürlich Temperaturen, die das dem Kunden leicht machen. Tja, und das sind nun mal Wohnzimmertemperaturen. Und das Schöne ist, die Tomatensamen keimen ja auch bei den Temperaturen. Über 35 Grad Celsius keimt kein Tomatensaatgut. Und bei der Mindesttemperatur 15 Grad Celsius. Und in dieser Ansicht sehen wir, dass der Standard bei Züchtern doch deutlich höher ist als der empfohlene von der Regierung. Tja, und das liegt daran, dass die optimale Keimtemperatur bei Tomaten halt 29 Grad Celsius ist. Ja, und genau bei dieser Temperatur soll das 5 bis 14 Tage dauern. Die Landwirtschaftskammer in Deutschland empfiehlt eine Keimtemperatur von 23 bis 25 Grad Celsius. Wenn wir jetzt die Fakten aus den wissenschaftlichen Studien übernehmen und eine Kurve zeichnen, eine Kurve der Keimzeit in Abhängigkeit von der Temperatur, dann sehen wir, dass die Angabe 20 bis 24 Grad auf keinen Fall das Optimum ist. Denn das Optimum ist eindeutig zwischen 25 und 30 Grad Celsius. Und das deckt sich nun genau mit unseren Beobachtungen. Eine weitere Empfehlung von uns: vermeide diesen Bereich. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Du kannst gerne deine Tomaten weiterhin auf der Fensterbank bei 22 Grad anziehen, wenn du nicht den häufigsten Fehler Nummer 1 begehst. Eine Kundin hatte sich mal bei uns beschwert, dass unser Saatgut nicht nach einer Woche aufläuft. Wir haben ihr gesagt, sie soll noch warten, das läuft schon auf. Die Antwort kam prompt. Sie sagte, im Internet steht, wenn das Tomatensaatgut nicht nach einer Woche aufläuft, dann läuft das gar nicht mehr auf. Wenn ich lang genug im Internet suche, dann finde ich auch eine Antwort auf meine Frage, die mir gefällt. Die Tabelle von vorhin hat uns aber gezeigt, bei Optimalbedingungen 5 bis 14 Tage. Klar, auch im Wohnzimmer laufen einige Körner nach einer Woche auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Körner von allen Sorten bei dir dann auflaufen, ist allerdings unwahrscheinlich. Im April sehen wir Tomatensaat nicht mehr im Brutkasten aus. Das heißt, da sind die Bedingungen nicht mehr optimal. Und wir stellen fest, die meisten Sorten brauchen nun etwas länger. Und das deckt sich genau mit den Studien. Wir haben bei sehr guten Bedingungen in jeder Schale auch Nachzügler, die erst Wochen später auflaufen, wenn die anderen schon alle groß sind. Wie hier zum Beispiel die Anto Weiß. Oder in dieser Schale die Osak Sunset. Oder diese hier, die Bajava, ganz, ganz spät. Und jedes Jahr sind es andere Sorten, die später kommen. Und indem wir lange genug warten, haben wir eine Keimfähigkeit von über 95% bei Tomatensaatgut. Wir haben mal die restliche Erde aus 5 abgeernteten Saatgutschalen in einer zusammengetragen. Und nach 4 Wochen sah das ungefähr so aus. Und so sah das nach 8 Wochen aus. Die Pflanzen aus der Schale haben wir einfach mal zwischen die anderen Tomaten im Gewächshaus gesetzt. Und wir haben festgestellt, sie haben viel aufgeholt in dieser kurzen Zeit. Und wir haben wunderbare Tomaten von diesen Pflanzen geerntet. Du siehst also, es lohnt sich. Gib deinen Tomatensamen einfach mal mehr Zeit zum Keimen. Es kommt auch mal vor, dass die Tomatensamen in einer Tüte unterschiedlich lange brauchen, um zu keimen. Insbesondere dann, wenn die Korngröße nicht einheitlich ist. So, dann fasse ich nochmal zusammen. Wichtig für deine Tomatenaussaat ist eine lockere Erde, viel Licht und genügend Feuchtigkeit. Auch 24 Jahre altes Tomatensaatgut keimt noch, wenn es gut gelagert wird. Der zweithäufigste Fehler ist, du unterschätzt den Wärmebedarf des Tomatensaatgutes. Ein modernes Haus hat im Wohnzimmer tagsüber 20 Grad Celsius und nachts 15 Grad Celsius. Und das ist weit weg vom Optimum. Benutze in diesem Fall eine Wärmematte.
Der häufigste Fehler ist, du gibst dem Saatgut einfach zu wenig Zeit. Wir haben 2 Jahre lang die Kunden befragt, die Probleme mit der Keimfähigkeit unseres Saatgutes hatten. Und das Ergebnis war recht eindeutig. Die meisten Kunden waren einfach zu ungeduldig. In unserer schnelllebigen Zeit muss immer alles sofort da sein. Da muss immer alles sofort fertig sein. Dabei ist es viel besser, wenn wir mal einen Gang runterschalten. Auch für das Tomatensaatgut. Habe Geduld. Es keimt schon irgendwann. Vielen Dank, dein Kleverhof-Team.